Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir backen wieder was. Und zwar was richtig Leckeres, was schnell geht und natürlich bei jedem richtig gut ankommt. Ja, und was backen wir eigentlich? Leckere Martinsbrezeln aus Hefeteig mit viel Butter und Quark. Das Schöne ist dabei, die Vorbereitung geht schnell von der Hand. Wir mischen erstmal Salz mit Zucker, geben in warme Milch ebenfalls noch ein bisschen Zucker und geben dort dann die Hefe hinein, und zwar frische Hefe. Die bröseln wir hinein und rühren das Ganze gut durch. Der Zucker ist als Futter gedacht für die Hefe. Die wird sich freuen und dann aktiv werden. Gleich danach gehen wir dann schon an die Rührschüssel. Dort geben wir richtig weiche Butter hinein, die schlagen wir cremig auf und geben gleich danach Zucker und etwas später die Milch mit der Hefe, 200 Gramm Quark und das Mehl hinzu. Und wir kneten das Ganze dann richtig gut durch. Wenn dann der Teig zueinander gefunden hat, dann nehmen wir die Hand dazu. Das geht da einfach dann mit der Hand viel besser. Das Schöne ist ja, durch die Butter bleibt der Teig nicht an der Hand kleben. Also wir können das richtig gut dann durchkneten, ohne dass es eine Sauerei gibt. Dann wäre das meiste auch schon fast erledigt. Wir nehmen den Teller, decken den Teig ab und lassen ihn ruhen. Die Zeit können wir natürlich wieder nutzen, indem wir zum Beispiel ein Ei aufschlagen und einen Schuss Sahne hinzugeben. Das rühren wir kräftig durch. Diese Mischung brauchen wir nachher später. Schön, der Teig ist richtig schön aufgegangen. Jetzt holen wir ihn aus der Schüssel raus und wir stechen ihn dann ab in 6 gleich große Teile. Aus jedem Teil formen wir dann lange Schlangen und aus den Schlangen formen wir dann Brezeln. Und diese Brezeln, meine Lieben, die mache ich ganz einfach. Da breche ich mir doch keinen ab und flechte Mords da die Brezel, sondern das muss einfach sein. Seht ihr, so einfach geht eine einfache Brezel. So kann jeder dieses Rezept herstellen. Also wir haben aus dem Teig 6 Brezeln herausbekommen. Diese 6 Brezel gebe ich auf dem Backblech drauf. Da habe ich vorher schon Backpapier drauf gegeben und decke das Ganze nochmal ab. Wir lassen die Brezeln nochmal für 14 Minuten lang ruhen. So, die Zeit ist rum und natürlich haben wir jetzt den Ofen schon auf 240 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Jetzt verfeinern wir das Ganze noch. Wir geben jetzt die Ei-Sahne-Mischung drauf. Natürlich auf alle Brezeln, möglichst auf allen Flächen. Und auf diese geben wir dann Hagelzucker drauf. Den streuen wir drüber und durch die klebrige Eier-Sahne-Mischung bleibt der Hagelzucker auf den Brezeln drauf. Und jetzt hopp hopp ab in den Ofen mit euch, damit ihr schön braun werdet und lecker ausseht. Uiuiui, ihr seid aber groß geworden. So, dann noch kurz ein bisschen abkühlen lassen und schon können wir diese warmen Martinsbrezeln probieren.
Als eine interessante Variante könnt ihr natürlich den Hagelzucker weglassen und zum Beispiel ganz normalen Zucker oder Puderzucker drauf geben. Das kommt auch ganz gut. Ah, wie schön sie geworden sind. Echt super. Ja, aber Leute, wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr backt mal diese leckeren Martinsbrezeln nach und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge wieder. Also, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.